Boah, ey. Hecht-Trophy am Kuori. Kuori war eine Zeit lang richtig, richtig gut fürs Hechtangeln. Geht das denn noch? Also, gucken wir uns doch mal so einen Spot an, wo es eine Zeit lang immer wieder gut lief. Wir haben es jetzt kurz vor 6, das heißt, wir haben eigentlich die ideale Uhrzeit, um mit dem Hechtangeln anzufangen. Und zwar ganz, ganz hinten in der Hechtecke. Wir gucken uns das gleich detailliert natürlich nochmal auf der Map an. Und hier in der Hechtecke hatte mich der Lizard Rider nochmal angeschrieben und meine alten Hecht-Trophy gefangen. Hatten wir auch gerade schon gesehen hier in der Übersicht. Deutsche Rekorde waren mit dabei. Und zwar hier auf diesen Köder. Und diese Köderkombi oder diese Köderfarbe weiß-rot funktioniert schon seit langem immer ganz hervorragend. Jetzt hier gerade in der Kombination Jerkbait mit den dicksten, fettsten Ködern, die es so gibt. Zack, direkt nochmal raus. Wobei, nee, ich muss hier, glaube ich, weiter rauswerfen. Aber wie gesagt, hier mit dem Jerkbait kann man das schon mal ganz gut machen. Und dann eben hier in diesem Schilfbereich an diesem Baumstumpf immer schön dran vorbeiziehen. Und dann ballern sie irgendwann rein, die Brocken. Ich habe in den Abendstunden schon ein bisschen probiert. Und ja, da sind auch schon die ersten reingegangen. Mal kurz nach Gewicht sortieren. 8 Kilo, 5, 3 und so ein bisschen Kleinkram. Also so ein paar größere waren schon mit dabei. Und jetzt werfe ich nochmal ein bisschen weiter aus. Zack, nochmal richtig schön. Ich habe jetzt natürlich erstmal ein bisschen getestet und ein bisschen probiert, weil es ist ja immer die Frage, auf welche Art, auf welche Führungsmethode steht jetzt der Hecht. Eher auf Durchleiern oder auf das Gieren oder steht er auf Stop and Go und so weiter. Also das muss man natürlich auch immer testen und auch das müsstest du testen, wenn du das nachmachst. Denn es kann durchaus sein, wenn du das jetzt in ein paar Tagen testest, dass das Wetter ein bisschen anders ist, dass die Temperaturen anders sind und dass dementsprechend die Vorlieben der Fische anders sind. Bedeutet also testen, 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 immer testen. Also verschiedene Führungsmethoden. Einmal nochmal wieder rauswerfen, nächste Führungsmethode. Das war jetzt gerade Gieren, jetzt leier ich einfach nochmal durch. Schön durchleiern. Ich sehe unten in der Actionbar, das flackert unten so ein bisschen. Das mag ich ja immer. Das heißt also, der Köder bewegt sich richtig schön doll beim Durchleiern. So soll das sein. Vielleicht dann mal zwischendurch einen kurzen Stop machen. Das kann, guck mal, da haben wir hier Führung mit Zwischenstopp, sehr gut. Das kann dann auch schon mal dazu führen, dass dann nochmal eher so ein Hecht getriggert wird. Und auch immer wieder wichtig, vielleicht so kurz vor Ende nochmal anhalten. So 1, 2 Meter vorher. Denn auch das kann nochmal dazu führen, dass aus der weiteren Entfernung, aus dem Umfeld auf einmal nochmal ein Hecht angeschossen kommt. Der wurde vielleicht 1 Meter, 2 Meter vorher getriggert, kommt aber von Entfernung erst angeschwommen und bis er da ist, braucht das halt ein bisschen. Also lieber kurz vor Ende nochmal kurz anhalten, gucken. Hier sieht man ja immer sehr gut, ob was ankommt oder nicht, weil eben hier das Wasser so klar ist und dementsprechend kurz abwarten, kommt noch einer oder nicht. Dann rausziehen. Ich hatte gerade schon wieder den Fall, zu früh rausgezogen, zack, weg war er und dann ist er wieder abgehauen, der kleine Hecht. Also, das muss ja nicht sein. Kurz vorher nochmal anhalten, dann direkt nochmal ein bisschen weiterziehen. So, und dann, wenn dann halt keiner kommt, naja, dann kann man halt rausziehen. Auch noch ein ganz wichtiger Punkt und auch das ist mir in den Abendstunden ein paar Mal passiert. Und zwar hatte ich mehrfach Fische, die sind angekommen, die schießen von unten nach oben. Wir haben jetzt einen Oberflächenköder hier. Also dieses Jerkbait-Modell, dieser riesengroße Kunstköder schwimmt ja hier an der Oberfläche. Das heißt, der Hecht kommt von unten angeschossen, will sich den Köder beißen. Weißt du was? Wir nutzen mal Paint. Alter, neues Paint hier. Da muss ich erstmal mit klarkommen. Das ist ja hervorragend. Also, das ist ja tipptopp. Komme ich damit klar? Ja, das hat sogar noch mehr Möglichkeiten. Da komme ich ja hervorragend mit klar. So, wir haben hier unser Untergrund. Da wollen wir hin. Füllen. Dann haben wir hier unsere Wasserfläche. Hervorragend. Alter Falter. So.
Und dann nehmen wir jetzt einfach mal den Fall, wir haben hier unseren Bait, unseren Köder, beziehungsweise wir machen das mal so, wir machen das hier als Wasser und dann machen wir hier oben, machen wir nochmal ein bisschen Himmel oben drauf. So, denn wir brauchen ja auch eine Wasseroberfläche sozusagen. So, zap, zarab, das auch noch da drauf, füllen. So, also, und jetzt haben wir hier unseren Oberflächenköder. So, da ist jetzt auch noch der Köder. Wie ist er? Der ist rot-weiß, aber jetzt wollen wir es natürlich hier auch nicht übertreiben mit dem Rumgepainte. Also, das ist unser Köder. Der hängt jetzt hier schön an der Schnur. Zack. Und den ziehen wir jetzt hier schön durch. Und jetzt kommt da der Hecht an. Jetzt müssen wir natürlich gucken. So, jetzt glaube ich, habe ich den richtigen Pinsel hier. Also, jetzt haben wir hier unseren Köder. Der zieht an der Oberfläche entlang. Und wenn jetzt der Hecht kommt, dann kommt der ja von unten angeschossen. Das heißt, wir haben hier den Hecht mit seiner Flosse und seinem riesen Maul. Hervorragender Hecht, würde ich sagen. So. Und dann kommt der da oben von da unten an. Und weil der jetzt ja da erstmal raufschwimmen muss mit seinem riesen Maul und das Ding beißen muss und sich dann mit seinem gesamten Körper von dieser Aufrechtbewegung zum Beißen, danach muss er sich drehen in diese Richtung wieder, um dann abzuhauen. Dieser Prozess, der braucht ein paar Sekunden. Wir haben allerdings in dem Moment, wo der Hecht hier reinbeißt, so, in dem Moment, wo der ankommt und reinbeißt und dann aber wiederum diese Wendung hier macht, also der muss ja erstmal rum. Wir haben hier schon den Biss und die Bissanzeige. Und in dem Moment, wo der dann aber erst umdreht, seinen langen Körper erstmal rumdreht und wir ruppen dann schon an, reißt ganz oft der Köder aus dem Maul und wir haben Fehlbisse. Oder die Bremse ist zu stark eingestellt und wir haben hierüber natürlich die Sperre. Das heißt, über die Schnur jetzt hier, das heißt, der kommt an, will beißen, will aber auch sich rumdrehen mit seinem elendlich langen Körper und es hakt noch nicht richtig. Bedeutet also, um dem entgegenzuwirken, dass der hier ankommt und dann eben hier seine Wendung hier vollzieht, ab hier in dem Moment Bremse, zack, Bremse auf 5. Ganz auf entspannt. Dann kommt der und zieht hier rum und haut hier ab. Und ab hier plus Bremse. Ab hier Bremse plus, Bremse, zack, plus. Also da gehen wir dann hoch auf, was auch immer deine Route gerade aushält, einstellt, aber auf jeden Fall plus einstellen. Keine Ahnung, auf 30 oder was. Hochgezogen, rausgezogen. Nein, natürlich nicht 30, sondern maximal 29, ist ja klar. Also, so viel dazu. Jetzt hier nicht lang schnacken und die teuren, wertvollen Morgenstunden vergeuden. Die brauchen wir ja hier, um neue Fische zu fangen. Also, Bremse ist eingestellt auf 5. Kannst auch auf 3 oder 4 oder weiß der Geier was machen. Wichtig ist, wir sehen, der Fisch kommt hier an. Der Fisch frisst den Köder, dreht sich erst um und in dem Moment, wo er dann wirklich abzieht, dann erst die Bremse nach oben machen. Das ist ein ganz klassisches, altes Phänomen oder Desaster, wie auch immer du das sehen willst, das es halt immer wieder gibt bei dem Verwenden von Oberflächenködern. Und das passiert eben wirklich ganz häufig, egal auch an welchen Gewässern, aber immer mal wieder eben beim Hecht, weil der Hecht einfach hot verdomme, weil er so lang ist. Also auswerfen, jetzt leier ich hier nochmal durch. Ich hoffe, es geht überhaupt noch irgendwas rein hier. So, Bremse 26,
schön locker eingestellt. Jetzt leier ich einfach mal durch. Vielleicht haben die gerade Bock eher auf Durchleiern anstatt auf Gieren. So, nochmal ein bisschen, nochmal ein bisschen. Oder ich glaube, ich ziehe einmal ganz durch und dann gleich nochmal mit Stop and Go und so Sachen. So, kurz vor Ende nochmal kurz warten. Aber auch da kommt gerade nichts. Ja, anderes Ding, andere Farben testen. Ne? Wir haben ja gerade in den Rekorden natürlich auch noch gesehen, dass andere Farben gehen. Also wenn das jetzt gerade nicht geht, bis eben war es eher bewölkt. Jetzt haben wir hier leicht Sonne und leicht Wolken. Also doch wieder eine andere Situation, auch für mich. Heißt also für mich jetzt wieder testen und probieren. Nicht nur, wie gesagt, von den Führungsmethoden, sondern eben auch hier vom Köder. Und ich würde sagen, wir nutzen die Chance einfach mal. Köderwechsel und gleichzeitig auch reingucken ins Setup. Komplett übertrieben hier natürlich jetzt hier mit Jerkbait. Auch noch die dicke fette Rolle drauf gemacht. 60 Kilo Schnur, 45 Kilo Stahl. Komplett wahnsinnig und übertrieben. So muss man hier nicht reingehen. Man kann ja auch einfach entspannt mit 15 Kilo stehen und mit 15 Kilo Schnur. Trotzdem natürlich dickes Vorfach, also 35 plus Kilo Fluorocarbon. Nichts anderes als Fluorocarbon, also nicht Mono oder Braid. Also 45 plus Fluorocarbon oder halt Stahl, wenn man hundertprozentig sicher gehen will. 30 Kilo Stahl kann man auch nehmen. So, dann gehen wir hier auf die 140er. Das sind die großen Jerkbaits und hier habe ich schon seit längerem drauf die 6-0er Haken, denn wir können maximal 6-0er hier drauf machen und dann nehmen wir natürlich auch 6-0er Haken. Was? Jerkbaits? Was sind das für Riesendinger? Die habe ich ja im Shop gar nicht gesehen. Absolut richtig, denn diese Dinger sind handmade, handgemachte Wooden Fat Jerk. Also das sind die richtig dicken, handgemachten, kann man also nur bei jemandem bestellen, der das schon gelernt hat und geskillt hat und im Idealfall, wie gesagt, Skillpunkte drin hat, damit man auch gute Qualitäten bekommt. Ja, oder man skillt das selber teuer und dann braucht man da ein paar Wochen dafür, bis man das dann fertig hat. Im Idealfall eben auch in der Happy Hour. Guck mal, jetzt habe ich einfach weitergezogen, ne? Aber es war auch irgendwas ganz Kleines, was dran war. Irgendwas Lüdes hat gerade gebissen. So, aber schon mal ein gutes Zeichen. Es geht wieder ein bisschen was. Also hoffe ich jetzt einfach mal, dass die Farbe hier gerade bei diesem leicht bewölkt vielleicht einfach besser gerade ankommt. Zack. Und da zieht einer ab. Siehst du, und jetzt höre ich hier natürlich, dass die Bremse geht. Das heißt, ich stelle langsam hoch. Na klar, fetter Barsch. Alter, kannst du nicht ausdenken. Alter, da ballert einer rein und haut wieder ab. Ist es denn wahr, Alter? Ich bin jetzt doch noch mal ein paar Meter weiter rechts rüber gelaufen. Hier ist noch mal so eine kleine Lücke, denn es ist da vorne gar nichts reingegangen. Und in der Uhrzeit, so 18 Uhr rum, da muss was reinballern. Also die Abendstunden, wenn über Mittag nichts geht, ganz normal, kann passieren. Aber Abendstunden und Morgenstunden, das ist Hechtzeit. Da muss was reinballern. Und dementsprechend bin ich hier noch mal auf die gerade anfangs schon ausgelegten Köder gegangen und ich baller das nochmal durch. Allerdings gehen wir da hinten jetzt nochmal hin. Da war ja jetzt gerade ein schöner Brocken und vielleicht triggert es da nochmal. Aber der hat gebissen und vielleicht waren da auch die Haken einfach dann doch zu groß. Kann natürlich auch sein, dass wir da vielleicht dann doch nicht so ganz übertrieben reingehen müssen. Andererseits für Hecht, alter Faller, egal, draufballern, schön die dicken, fetten Haken. Irgendwann kommt dann eben auch die Trophy. Was mich natürlich auch die ganze Zeit schon triggert, wäre von der Tunguska hier mit den Nagetieren, einfach mit den Oberflächen-Nagetieren hier durchzuziehen. Vielleicht schaffe ich das gleich noch. So, gerade hier schön langsam, Tempo 16 nur. Und relativ flach vom Winkel, also nicht so ganz hart, damit diese rechte Maustaste-Bewegung hier, dieses Gieren, nicht eben so ganz heftig ist und diese Bewegung, jetzt gleich am Ende sieht man das, dann wird die Bewegung, zack, zack, einfach so groß, ne? Also, dass man dann lieber ein bisschen flacher geht von dem Winkel. Also, nicht so ganz steil hingehen und dann immer
bam, diese harte Bewegung machen, sondern eher so ein bisschen flacher reingehen und dann so eine leichte Bewegung in einem flacheren Winkel reicht völlig. Und wenn man eben eine dollere Bewegung haben will, dann geht man einfach in den Winkel ein bisschen steiler rein und versucht dann darüber eben auch die Intensität sozusagen des Gierens nochmal ein bisschen mit zu beeinflussen. Und noch was Kleines hier in Richtung Abendstunden. Aber auch tatsächlich noch wirklich nichts Großes mehr. Aber ja, da vorne gehen auch noch an der Kante so ein paar Hechte rein. Genau, ja, genau da. Also das ist dann auch nochmal eine Möglichkeit, da vorne hinzuwerfen. Ja, wir gucken gleich nochmal schnell rein. Also, wo ist das hier genau? Ich glaube, die meisten werden ja schon wissen, was das hier ist für eine Stelle. Die einzige Stelle, die so viel Schilfkanten hat hier am Kuori. Und die ehemalige, bekannte, wichtige Stelle eben, die Hechtstelle, wo man eben auch damals schon sehr schön immer Hechte fangen konnte. Aber ich muss sagen, es ist nach wie vor, naja, schwieriger. Zum einen muss ich sagen, hier vorne dieser Nahbereich scheint mir überhaupt nicht mehr zu funktionieren. Also hier ist ein ganz nah oder ein großer Nahbereich. Ich sag mal, ich werfe mal hier vorne hin. Naja, da auf jeden Fall. Aber ruhig noch ein Stückchen weiter, wo man ungefähr gar nichts mehr fängt. Also so in diesem Bereich hier schon. Ja, das passt. Und das war eine ganze Zeit lang am Kuori Nahbereich, wo man richtig gut auch immer noch in dem Schilfbereich immer wieder Hechte bekommt. Und ich habe so häufig hier vorne auch schon rumprobiert, da geht irgendwie gar nichts. Aber dafür eben, ja, man muss halt ein bisschen weiter raus. Ne? Da hinten in dem Bereich durchaus die Möglichkeit, dass da eben noch ein paar Brocken reingehen. Also da so ein bisschen durchgieren. Aber auch das ist ein bisschen tricky. Und da muss man natürlich auch Glück haben, dass man dann den passenden Köder mit der passenden Uhrzeit, mit dem passenden Wetter findet, dass man da überhaupt eine Chance hat. Also das war mal besser. Das war mal besser. Und ich muss sagen, verdient die Brocken. Also wenn man hier eine schöne Trophy hat, dann auf jeden Fall verdient. Apropos Trophy, muss ich hier eigentlich meine Trophy noch nachliefern? Ich muss hier tatsächlich selbst nochmal eine Trophy fangen. Ja, das ist natürlich ein bisschen nachteilig, ne? Dadurch, dass diese Fangbücher irgendwie so spät reingekommen sind ins Game. Lecko funny, Alter. Muss ich hier tatsächlich auch nochmal wirklich auf Trophy gehen. Das heißt, ich werde hier einfach nochmal ein bisschen probieren auf Trophy. Warum denn auch nicht? Ich meine, so schwierig ist es ja auch nicht, eine Hecht-Trophy zu fangen. Da gibt es ja durchaus Möglichkeiten. Man muss es bloß einfach machen, ne? So, jetzt haben wir gleich schon, wir haben schon gleich 12 Uhr. Also die Hechtzeit ist vorbei, meist so bis 23 Uhr. Und dann war es das, auch wenn es hier relativ lange noch hell ist und auch ziemlich schnell wieder hell wird. So ab 3, 4 Uhr wird es schon langsam wieder hell. Trotzdem ist es bei den Hechten eher so, dass sie eben bis 23 Uhr aktiv sind und ab 6 Uhr meist dann wieder oder 5, 6 Uhr dann halt richtig aktiv werden. Also hier hinten der Bereich, das ist es. Hier über die Brücke drüber und dann kann man sagen, hier einmal die Area abfächern, also hier in diesem Bereich und dann immer hier zwischen, hier gibt es glaube ich so 2 oder 3 Stellen, wo man zwischen dem Schilf auch immer wieder durchwerfen kann und dann muss man das tatsächlich testen und ich werde das auch auf jeden Fall noch weiter testen. Genau, hier ist nochmal eine Stelle, wo man einmal die linke und die rechte Kante abwerfen kann und dann nochmal, das hier ist glaube ich der letzte Zipfel, genau, da kann man auch hier entlang dieser Kante werfen und dann wie gesagt immer hier schön am Grünzeug entlang, jawohl, genau so und wie vorhin schon gesagt, immer wieder verschiedene Führungsmethoden testen. Ich werde das auf jeden Fall machen. Mal gucken, ob ich hier nicht einfach einen Hecht abhaken kann. Kann man nochmal machen. Fangbuch am Kuori. Wird nicht ganz einfach aufgrund des Seesaiblings Kuorski. Das Teil ist schon echt schwierig, aber alle anderen Kandidaten, na gut, für mich auch leider der Bachsaibling, Regenbogenforelle auch nicht schwierig. Quappe hatte ich schon, Brasse hatte ich schon, Hecht hatte ich schon.
Saibling noch nicht, Regenbogenforelle ist ganz neu, Seesaibling Koorski nochmal schwerer geworden, wird also tricky. Also es ist nicht ganz easy hier das Fangbuch zu machen. Och, guck mal, da ist sogar einer dran. Da ist sogar in den späten Stunden noch einer reingegangen. Das ist ja nett von ihm. Will da nochmal Tschüss sagen und das um nach 12. Naja, immerhin, 3,5 Kilo. Hecht ist schon nice. Und wie gesagt, ich nehme sie gerne mit. Und wenn sie dann natürlich auch noch so schön groß werden, wie hier die mit 8 Kilo, dann gehen sie auch noch ordentlich in die Bremse. Kommen auch richtig schön angeschossen hier die Brocken. Also, vielleicht teste ich es gleich mal am Ende hier. Also einmal hier rumlaufen im 1,5 Meter Bereich. Schön auf locker, zack, 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 bisschen durchziehen. Und dann werde ich das gleich in den Morgenstunden nochmal weitermachen. Ja, das war jetzt nochmal viel Schnackerei zum Hechtangeln. Daumen da lassen, wenn es dir geholfen hat. Kanal abonnieren hilft mir mega. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Bis dahin, Petri.